Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und ich bin wieder auf Facebook Live und lass dich mal in meiner Kreativwerkstatt bei mir über die Schulter schauen. Letztens habe ich angefangen mit diesem Mini-Buch für meine Küchenkräuter. Habe ich erzählt, dass ich einen Adventskalender gehabt habe letztes Jahr mit 24 Kräutern und die will ich gut unterbringen, denn im Garten wachsen die schon fein. Das Buch habe ich so gebunden, das sahst du im letzten Video, und jetzt geht es an die Innenausgestaltung. Bei mir fängt es vorne alphabetisch, habe ich gedacht, sortiere ich nach den Oberbegriffen. Also geht es mit Basilikum los, da habe ich schon mal die erste Seite ausgestaltet und du siehst, da fehlt das Foto, das sollte hier hin. Da zeige ich dir jetzt mal, wie weit mein Basilikum im Garten gekommen ist. Kleinen Moment. So, das ist mein Kräuterbeet. Sieht man natürlich jetzt ein bisschen schlecht, aber ich zeige es trotzdem. Und in der Vorzüchtung ist auch schon Basilikum. Das ist der erste Basilikum, klitzeklein. Und der zweite, man sieht es gerade so, ne? Und der violette, der dritte. Aber du siehst da, hier kann man schon ahnen, wie schön das wird, aber so richtig ganz ist es noch nicht. Aber da kann ich mich schon drauf freuen und ich denke, in ein paar Wochen gibt es hier ein Foto. Jo, die Innenausgestaltung, dachte ich, schau einfach zu, wie ich das mache. Gibt es ja immer 1000 Möglichkeiten. Letztens hat schon jemand beim Live gesagt, man könnte ja auch getrocknete Kräuter dann reinpacken an die entsprechenden Stellen. Gute Idee, könnt ihr gern machen. Erinnert mich so ein bisschen an Schule und Herbarium. Bin da noch etwas zurückhaltend, weil das ist auch ganz schön viel Aufwand mit dem Trocknen und das dann ordentlich und sauber da reinzukriegen. Dann möchten wir ja ordentliche Unterlagen haben, weil das ja abfärbt, früher oder später, egal wie trocken das ist. Deswegen mache ich das erstmal mit Fotos. Hier habe ich das Zettelchen, was als Beipackzettel dabei war, so eingeklebt, dass ich die Rückseite lesen kann. Hier kommt mein Samentütchen rein, da sind noch ein paar Körnchen drin. Und ich dachte mir, vielleicht schaffe ich das ja sogar fürs nächste Jahr, da wo schon alle ist, neue Samen zu züchten. Hier unten habe ich ein Schild, wo drauf steht, wann es ins Freiland kommt, mit den Pünktchen da, siehst du, und wann ich es ernten kann mit den Blättern. Hier muss man noch einen Strich setzen. Ich gucke mal, ob ich dann nachher meinen weißen Stift finde, dass ich da noch einen Schrägstrich setze und hier ein Juli bis Oktober. Hier auf dem kleinen habe ich vorhin im Internet mal ein bisschen recherchiert. Was kann ich mit dem Basilikum alles machen? Was ist wichtig? Ja, gibt es ja viele Informationen und ich dachte mir, das fange ich so an. Ich habe das auch schon für den violetten Basilikum so angefangen. Kann man noch ergänzen dann nachher. Wird hier reingeklebt. Drüber dann das Foto und die Ausgestaltung, wie gesagt, jetzt. Jo, geht's mal los. Wie weit bin ich schon? Buschbasilikum, wie gesagt, fertig. Dann haben wir jetzt das violette Basilikum. Okay, dann klebe ich das mal wieder so ein, wie ich das eben gemacht habe, mit diesem beweglichen. Ich habe ja immer so ein paar Abfälle und ich hebe ja vieles auf, man glaubt es kaum. Und da dachte ich mir, suche ich jetzt hier die passende Farbe. Das ist gar nicht so einfach bei kleinen Schnipseln, aber das ist die nächste, kann man schon mal merken. Und das wird diese ist es. Okay, da habe ich einen kleinen Streifen, der ist wahrscheinlich 10,5, weil der ist von meinen Color Coaches übrig. Was? Ich habe hier so, kommt immer mein Team mit Nachfüllern dann, entsprechend, wer es schon hat, den Color Coach mit allen Farben von Stampin' Up und wie man was kombinieren kann. Und deswegen ist das Stück 10,5 lang und der Streifen ist übrig, weil die sind alle 10,5 mal 7. Und dann bleiben hier die 1,7 cm übrig am Ende. Und diesen Streifen werde ich entweder, wie ich es hier gemacht habe, mit doppelseitigem Abreißklebeband bearbeiten, aber ich nehme jetzt mal hier so dieses schöne Klebeband und du siehst, bei mir geht nichts verloren, wer sich bei meinen Videos auskennt. Letztens fehlten die Zahlen für das Buch Memory of the Years, was heute der Stempelnerd weiter bearbeitet mit dem Stempelset Kreative Tage. Die 1 ist da. Die 2 habe ich auch schon gefunden. Wie gesagt, es geht nichts verloren. Also jetzt hier 1,7. Wir probieren mal so ein kleines Stück. 10,5 mal 1,7 und schauen mal, wie wir das hier weiter bearbeitet bekommen. Ich klebe das aufeinander. Das ist doppelseitig, diese Klebeblätter. Und
im besten Fall habe ich es so rumgeschnitten, dass ich eine Seite jetzt die Prägung sehe. Sehe ich natürlich nicht. Ja, so ist das, wenn man hier so Live-Sachen macht. Gucken wir mal. Dabei kannst du ja schon mal dich selbst irgendwie beschäftigen. Vielleicht bastelst du ja auch mit. Muss man das hier sauber abkriegen. Ich sag mal so, nach einer Stunde würde ich dann aufgeben, aber so lange halten wir natürlich durch. So, das ist die Abdeckfläche und das klebe ich jetzt hier so sauber wie möglich drauf. Das hat auch funktioniert, jetzt wird gerakelt. Kennen wir ja schon, haben wir letztens erst gemacht. Gut andrücken. Und dann kann man auf der anderen Seite die Klebefläche abziehen. Aber vorher 1,7 ist es. Also mache ich erstmal einen Streifen, sage mal so von 0,6. Schneide den ab. Das wird für die eine Seite von meinem Feld. Und jetzt habe ich übrig ein Stück von 1 Zentimeter. Und den falze ich jetzt bei, dieser Frickelkram, sage ich dir, du, bei 4 mm, so gerade wie möglich, mit der Falzklinge natürlich. Wunderbar, das hat doch funktioniert. Das hätten wir es geübt. So, und das setzen wir jetzt hier schön drauf. Ziehen erstmal die Schutzfolie ab. Geht also auch mit doppelseitigem Abreißklebeband, aber hier kriege ich es natürlich vollflächig. Setzen das an die eine Seite. Und dieses hier mit der knappen Kante. Ich glaube, ich falze das schon mal vor. Nehme auch schon mal mein Falzbeinchen. Setze das hier drauf. Ich hoffe, der Ton ist gut zu verstehen, weil das haben wir letztens gemerkt, das ist hier etwas nicht ganz so komfortabel wie bei den Videos auf YouTube. Kannst ja mal schreiben, wenn der Ton ganz grottig ist. Dann weiß ich es zumindest fürs nächste Mal. So, jetzt ziehe ich das hier ab, komplett. Schauen, dass der Klebstoff drauf bleibt. Und setze das hier an die Kante. Und zwar schön gerade, genau dran. Sacht gerade und macht es schief, aber es wird. So, gut gerade ran. Und dann positioniere ich das auf der zweiten Seite in meinem Büchlein. Ein Stück höher habe ich beschlossen. Bisschen ausgemittelt. Moment, ist es nochmal abgegangen. Aber jetzt. Ja, wir testen ja, welche Variante besser geht. Und jetzt drücken wir es flach. Genau, jetzt drücken wir es so rum flach. Und du siehst, es hält. Es ist auch fast gerade das Samentütchen dahinter. Und dann auf dieser Seite unten habe ich mir gedacht, schwarz ist auch mal schick und weiß embossed. Und da habe ich schon mal Mai bis Juni Aussaat drauf und Juli bis Oktober Ernte. Und dafür brauchen wir jetzt nur noch die Elemente, so wie hier vorne mit den Körnchen und mit den Blättern. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal was Maritimes nehmen. Ich nehme hier die Muscheln und habe daraus diese Sandpunkte da und die Blätter von den Unterwasserblättern. Und werde das jetzt hier einfach mal so ein bisschen embossen, gut abstreichen. Embossing-Stempelkissen. Schauen wir mal, wie wir das hier unten irgendwie unterkriegen. Also die Spitze muss gut eingefärbt sein. Nicht zu doll drücken, aber auch nicht zu wenig. Das ist immer so ein bisschen speziell. Die Körnchen oben drauf, die Samenkörnchen. Ich habe heute früh wieder halbe Stunde lang Stempel gesucht und noch nicht gefunden. Es fehlt mir ein Herz und ein Text. So, eingestreut mit dem Embossing-Pulver in Weiß und einmal kurz den Föhn. Soweit siehst du, die Körnchen sind drauf, siehst du es wirklich? Und die Pflanzen, und das klebe ich jetzt hier unten mit doppelseitigem Abreißklebeband auf. Und zwar zur Hälfte, weil hier ist ja eine Tasche.
Jetzt ziehe ich die Schutzfolie ab. Möglichst nur die Schutzfolie. Und dann setze ich das sauber hier auf die Hälfte drauf. So, dann ist die eine Seite schon gestaltet. Da geht natürlich noch einiges. Man hat hier diese kleinen Schildchen aus dem Stanzenpaket Wiesenruhe. Ich glaube, die setze ich später noch so hier oben hin, so von wegen besonders dekorativ oder riecht besonders lecker, also so Schlagworte vielleicht nicht. Und dann habe ich, vielleicht hast du das ja gesehen von meinem Video mit den Alkohol, also mit den Stampin' Blends und mit Alkohol, wie ich diese Hintergründe gestaltet habe. Und da waren so ein, zwei Papiere, wo ich mir gesagt habe, ich weiß nicht, ob es ein Kartenhintergrund ist, aber zum Ausstanzen super geeignet. Und da setzen wir gleich den Schmetterling hier mit rein, weil der ist so ein bisschen violett, der passt da, glaube ich, super. Ja, vorher gestalten wir die Seite noch und da können wir auch überlegen, was nehmen wir. Ein schönes Grün oder ein Violett. Ich glaube, ich nehme ein Violett, aber ich stempel das in Schwarz. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Wird ja jede Seite neu ausprobiert. So, dann würde ich sagen, hätte natürlich das Ganze auch einzeln erstmal gestalten können und dann hat sich das Stempelkissen versteckt. Da ist es. Und dann zusammensetzen, aber ich habe es ja nun schon fertig, deswegen geht es also so. Und jetzt gestalte ich oben, weiß ich ja, kommt das Foto hin, aber warum da nicht überall hier an die Seite so eine schöne Basilikumkante. Ja, jede Seite ein bisschen anders ausgestaltet. Hier machen wir das. Demnächst kommt es dann auch mal mit Stempeltechniken anderer Art. Heute wird ein bisschen embossed. Und hier koloriere ich jetzt einfach mit den Blends. Und zwar habe ich mir Brombeermus rausgesucht und dann Lodengrün und das violette Basilikum, das hat ja schon ein bisschen grün, deswegen male ich unten eher so ein paar grüne Blätter. Dran denken, auf der Rückseite sieht man das. Damit müssen wir einfach leben. Wobei, wir schauen mal, wie sich das jetzt durchdrückt bei dem Designerpapier. So, also unten male ich ein bisschen in Lodengrün. Und nach oben zu gehe ich auf die Farben Brombeermus. Ruhig hier so ein paar Stiele nachziehen, warum denn nicht? Nicht alle, aber viele. Und an die Spitzen dachte ich mir, setze ich noch ein wenig, wie heißt das neue? Fräseleder. Genau. Schauen wir mal, was die Rückseiten machen. Ja, man sieht das drüben, aber das macht ja nichts. Ich finde, das ist ja durchaus in der nächsten Seite können wir das ja aufnehmen in unsere Dekoration. Da fällt uns schon was ein. Notfalls überkleben wir es. So, ein paar Blättchen einfach ausgemalt. Ja, wenn du Ideen zur Innenausgestaltung hast, weitere, gib mir Bescheid. Ich bin ja dazu vielen bereit. Und sowas wächst ja beim Arbeiten, finde ich. Wenn du wissen willst, wie ich das Buch gebunden habe und du das nicht gesehen hast beim ersten Mal, gibt es natürlich ein Video dazu. Siehst du hier auf Facebook, kannst du das finden, ist auch auf meiner Profilseite verlinkt. Und ansonsten auf meinem YouTube-Kanal Stempelfamilie Angela Köber. Da kannst du das auch finden. So. Ja, schnelle Sache. Einfach ein bisschen kolorieren. Ein bisschen mit Grün arbeiten, ein bisschen mit Violett, weil es handelt sich ja hier um das violette Basilikum. Nehmen wir noch eine Runde Lodengrün. Ich glaube, ich habe die neuen noch nicht beschriftet. Das ist jetzt wirklich schoflig. Ich muss immer dreimal hingucken, dass ich sehe. So,
Und so schnell kann es gehen. Schon ist die Seite fast fertig. So gestaltet. Wir finden, das hebt sich gut ab. Und jetzt käme mein Element. Das ist immer dasselbe. Du kannst mir sagen, wo es liegt, wenn du es siehst. Denn ich hatte ja schon ein Stück beschriftet mit den Informationen, wie hier unten. Und das müssen wir jetzt auch finden, weil ich denke ja nicht, Sachen doppelt und dreifach zu machen. Das ist ja klar, es ist ja nicht so lässig. So, hier kommt es drauf. Hier kommt mein violetter Schmetterling dazu. Den klebe ich da auf die Ecke. Hier unten. So, denke ich, passt das sehr gut. Dafür nehme ich einen von den Gluderts. Einen tollen Klebepunkten. Geht super und sieht man kaum. Vermute ich zumindest, dass man es kaum sieht. Genau, sieht man kaum. Den klebe ich hier schon mal auf die Seite. Auf das Schildchen. Lydia, hallo. Wir kennen uns nicht, aber schön, dass du zuschaust. Ich habe schon öfter den Nebelschweif von dir gesehen. Jo, Schreiben ist jetzt schwierig, weil ich sitze ja hier und bastel. Ich denke immer, man braucht jemanden, der sich da hinsetzt und sich mit euch unterhält. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Zumal das Video ja dann auch auf YouTube zu sehen ist. So, ich klebe das Element jetzt hier hinten drauf, aber schön, dass du dich gemeldet hast und danke für deinen netten Kommentar. So, ich bin schon gespannt, was mir für die nächsten Seiten einfällt und vor allem fürs Titelbild. Fürs Titelbild warte ich auf ein Stempelset. Sobald es da ist, werde ich mich daran trauen. Aber heute erstmal hier die Seite. Hier kommt nichts weiter drauf, weil ich mir gesagt habe, da kann ich noch ein Stück Text drauf schreiben. Fällt mir bestimmt noch was ein. Das setze ich hier unten hin. Jo, und fertig ist die Seite. Ja, fast komplett ausgestaltet. Ich finde ja, sowas kann immer noch wachsen. Hier weißt du mein Basilikumbild. Ich habe es ja vorhin gezeigt. Hier das violette Basilikum. Rechnen wir mal mit 3-4 Wochen. Und dann kommen da richtig schöne Blätter. Hoffe ich natürlich, dass es nicht eingeht. Was ist zu beachten, fällt mir gerade ein, mal so ein kleiner Tipp, weil das habe ich gerade gelesen. Das violette Basilikum ist empfindlicher als die anderen Basilikums, ist auch schön, als Basilikum im Allgemeinen, aber Basilikum meiner Meinung nach ist sowieso schon extrem empfindlich. Jo, was haben wir denn auf der nächsten Seite? Da kommt dann der Borretsch. Ja, den finde ich ja auch schicki. Da überlege ich schon mal, mit welchen Stempeln ich das ausgestalten kann oder ob ich dann hier in meine Kiste greife, weil da passt das eigentlich schon ganz gut. Und vielleicht mal mit diesen tollen Stanzelementen von der Wiesenruhe arbeite. Ich muss mir den Borretsch nochmal genau angucken, damit ich weiß, wie der in echt so richtig überall aussieht und was da hier passen könnte. Und dann schauen wir mal, ob wir damit eine Gestaltung hinbekommen. Ja, das war schon mal die Vorausschau für die nächsten Seiten. Und natürlich Titelbild kann auch demnächst kommen. Den Streifen hatte ich doch schon zusortiert, Mensch. Dahin. Oder ich nehme hier das Dunkle. Ich muss mir meine Streifenkiste holen. Siehst schon, ich bin immer länger am Suchen und Schauen. Das Espresso wäre natürlich das von dem Dunklen. Das muss ich mir überlegen. Und jetzt siehst du das hier und ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht dramatisch. Die Rückseite ist so zu sehen und es gibt eigentlich einen netten Effekt. Den werde ich hier lassen, weil da werde ich gar nicht weiter dran arbeiten. Es sei denn, mir fällt das nächste Mal was Neues ein. Lass dich überraschen. Jo, das war's für heute, für live auf Facebook und später dann natürlich auf YouTube auch zu sehen. Ja, was kann ich noch sagen? Es geht demnächst weiter. Ich denke spätestens am Freitag. Und heute Abend, ganz wichtig, auf dem YouTube-Kanal vom Stempelnerd, dem Jonas Köber, seht ihr mit dem Stempelset Kreative Tage das von mir angefangene Album Memories of the Year wird Jonas weitergestalten. Bin schon ganz gespannt, wie er das macht und wie er erklärt, wie das mit dem Stempelset geht. Jo, habe das auch schon ein bisschen ausprobiert, ein bisschen was ging schon, natürlich schief. Muss meine Brille nochmal putzen. Aber schaffen wir. Also schau gern heute Abend vorbei und auch bei mir gibt es die Woche noch einige neue Ideen. Und auch dieses Album, ich habe mir überlegt, ich mache mal ein Album etwas größer. Kam die Anfrage und da reagiere ich ja gerne.
Da denke ich zwar noch drüber nach, wie das thematisch ausgestaltet wird, aber ja, demnächst bei mir. Jo, das war's. Alle Maße findest du auch auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de und natürlich andere viele schöne kreative Ideen. Ich wünsche dir nun kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.